Hi und schön, dass ihr das Video angeklickt habt. Diesmal kein Review, sondern eher so ein Building-Video. Ich habe mir um 35 € diesen gebrauchten Absima ATC 3.4 als Roller gekauft und bei diesem Preis kann man eigentlich gar nicht Nein sagen. Vor allem, wenn er dann auch noch in so einen perfekten Zustand kommt. Weil viel gefahren wurde der nicht. Verbaut wird ein GX Servo mit 42 Kilo aus dem wunderschönen China. Der ist recht günstig, recht flott und ist schon in einigen meiner Autos verbaut. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Die Montage ist nicht weiter kompliziert. Das Servo einmal zentrieren, danach das Servohorn anbringen. Die Servohalterung ist mit 2 Schrauben befestigt. Somit abschrauben, Servo daran befestigen und wieder einschrauben. Und dann geht es auch schon zum Servotest. Der einzige Nachteil bei dem Servo ist, er ist recht laut, aber dafür für den Preis schnell und hat viel Torque. In weiterer Folge gibt es ein paar Standard-Routine-Wartungsarbeiten. Tief ausbauen, einmal reinigen, einmal neu fetten, damit wir keine bösen Überraschungen erleben. Und das geht bei diesem Modell wirklich super einfach, auch für Anfänger oder Gebrauchtkäufer ohne Anleitung und ohne Expressionszeichnung. Da war das bei so manchen teuren Markenautos mehr Arbeit. Als nächstes sind die Stoßdämpfer dran, die brauchen ein bisschen Öl und auch das ist keine Hexerei. Ausbauen, aufschrauben und ich habe da mit 700 CSD Shock Oil einfach ein paar Tropfen nachgefüllt. Der Bumper hinten ist nicht Standard, aber das ist einfach ein Bumper für einen Tamiya TT02. Hinten ein bisschen ausgeschnitten, angepasst und fertig. In der Hoffnung, dass der neue Body damit ein bisschen länger lebt. Auch die Reifen sind neu, ein bisschen größer, ein bisschen breiter und Slicks. Die funktionieren zumindest, wenn es warm ist, gut. Jetzt im Winter bringen auch die Slicks nichts. Ich habe mich entschieden, das Auto brushed zu lassen, da ich so viele Teile zu Hause habe und irgendwie müssen die einmal weg. Ich verwende einen Surpass Hobby 80 Ampere Regler. Der ist günstig und qualitativ hochwertig und kostet nicht viel. Den 12T Traxxas Motor habe ich auch noch herumliegen gehabt, mit dem kann man sowieso nichts falsch machen. Und das größte Pinion, das hier hineinpasst, ist ein 29 Zahn Pinion, damit auch ein bisschen was weitergeht. Als Regler kommt unser altbewährter Dunbar RC zur Verwendung. Viel besser und günstiger geht es nicht. Noch ein paar Kühler für Motor und Regler. Jetzt im Winter werden wir es zwar nicht brauchen, aber im Sommer dann vielleicht. Und der Budget-Build für ein On-Road Car ist fertig. Der Body ist von AliExpress um heiße 12 €. Der passt nicht genau, aber das geht schon. Gekostet hat mich dieses Auto jetzt rund 50 €. Also Auto, Body und die Ventilatoren. Den Rest habe ich ja schon zu Hause gehabt. Und für das bisschen Geld ist das Auto wirklich toll. Der Grip ist leider nicht der tollste, aber das liegt einfach an den 3 Grad Außentemperaturen. Dafür ist der Topspeed von 46 km/h wirklich erstaunlich. Im Sommer sollte man da die 50 km/h locker knacken können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf Like. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann drückt auf Subscribe, das würde mich freuen.